N'Golo Kanté, einer der sympathischsten Spieler, die es aktuell im Weltfußball gibt. Je mehr man sich mit diesem Typen befasst, desto mehr schließt man ihn ins Herz. Ich möchte im heutigen Video euch Fakten zu ihm nennen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ich sage euch schon mal so im Voraus, es gibt da wirklich Sachen, die man so im Fußball noch nie gehört hat. Bevor wir starten, ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, falls euch diese Videos gefallen. Denn damit verpasst ihr keine Videos und ihr unterstützt mich automatisch damit. Aber gut, genug von der Eigenwerbung, starten wir mit dem Video. N'Golo Kantés Eltern benannten ihn nach dem großen malischen Kaiser Ngolo Diarra aus dem Bamba-Reich. Diarra war einst ein Sklave, der nach Erhalt der Freiheit das vorherige Regime stürzte, um sich als Herrscher Malis zu etablieren und eine Dynastie zu gründen, die von 1766 bis 1861 regierte. Und man kann wörtlich sagen, N'Golo Kanté hat den Namen mit allen Ehren getragen und hat auch was erreicht. Er ist zwar kein Herrscher geworden, finde ich aber auch okay, sonst wäre er nur eine Kopie von dem anderen, aber er hat sich auf eine andere Art und Weise groß gemacht, was den Namen halt nochmal krasser macht, weil dann hast du einen Herrscher, du hast einen Fußballstar und sonst was. Die Eltern von N'Golo Kanté wanderten auf der Suche nach besseren Möglichkeiten von Mali nach Frankreich aus. Kanté wurde 1991 in Paris geboren, sein Vater arbeitete als Steinmetz und seine Mutter als Putzfrau. Den Eltern war es immer wichtig, Kanté zu vermitteln, einen starken Willen und starken Arbeitsmoral zu haben, um Erfolg zu haben. Und tatsächlich ist der Wille und die Arbeitsmoral im Fußball sehr, sehr wichtig und ich glaube, jeder, der jetzt auch das Video schaut, der selber Fußballer ist, wird mir da zustimmen. Im Alter von 7 Jahren beschloss Kanté eines Tages Fußballprofi zu werden. Der Sieg seines Landes bei der Weltmeisterschaft 1998 löste in ihm der Wunsch aus, in den Sport einzusteigen. Vor allem die Tatsache, dass Spieler wie Zinedine Zidane oder Henry, Spieler mit Migrationshintergrund wie er, große Erfolge für Frankreich feierten. Das war für ihn ausschlaggebend für seine Entscheidung. 30 Jahre später ist Kanté selbst als eine entscheidende Rolle dafür verantwortlich, dass Frankreich 2018 die Weltmeisterschaft gewann. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Doch was wäre passiert, wenn N'Golo Kanté niemals Fußballer geworden wäre? Laut Interviews mit Kanté studierte er Buchhaltung am College, da er nicht sicher war, ob er eine Karriere im Fußball machen würde, nachdem er die meiste Zeit für Boulogne, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in der 9. Liga gespielt hatte. Er wollte einen Backup-Plan haben und widmete sich dem Rechnungswesen, da es ein Fach war, das ihm Spaß machte und für das er seiner Meinung nach eine gute Begabung hatte. Schließlich hat es doch mit dem Fußball geklappt, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass er seiner Meinung nach bei sowas auch Talent hat. Und es ist schön, wenn Leute dem folgen, was sie auch können. Wir haben jetzt viele Fakten gehabt, die eher ins Private gehen. Und wir werden auch noch ein paar Fakten haben, die so sind. Aber schauen wir uns mal einen sportlichen Fakt an. Und das ist ein Fakt, der mich wirklich sehr überrascht hat. N'Golo Kanté hat in seiner gesamten Spielzeit in der Premier League und bei der französischen Nationalelf noch nie eine rote Karte gesehen. Das ist kein Witz. Obwohl er als defensiver Mittelfeldspieler spielt, kam es einfach wirklich nie dazu, dass er eine rote Karte kassiert hat. Ich gebe euch kurz die Statistiken durch. Er hat in 336 Partien für Chelsea und Leicester nur 48 gelbe Karten kassiert. Er hat zwar eine rote Karte in seiner gesamten Karriere kassiert, das war aber vor der Premier League und vor Frankreich. Es ist also sehr lange her. Kanté ist so bescheiden wie eh und je. Zu Beginn seiner Profikarriere fuhr er mit dem Tretroller zum Training. Im Jahre 2018 begann er ein Mini Cooper S zu fahren. Es gibt sogar Geschichten, die sagen, dass Kanté nach seinem Umzug nach England zum Kauf eines Autos überredet werden musste. Er dachte, er kann einfach zum Training laufen, was natürlich nicht funktioniert, wenn du so groß bist wie N'Golo Kanté. Man muss hier aber auch erwähnen, im Sommer 2020 hat er sich ein Benz GLS im Wert von über 70.000 geholt. Sympathisch ist er trotzdem, weil 2018 hätte er sich schon locker irgendeinen Baba-Wagen holen können, hat sich stattdessen aber einen gebrauchten Mini Cooper S geholt. Das ist schon sympathisch und er hätte auch kein Problem hinzulaufen. Aber wenn du schon so viel Geld verdient hast wie Kanté, da ist 70.000 tatsächlich noch wenig. Also da gibt es Fußballer, die holen sich erstens mehrere solche Wagen und zweitens viel wertvoller als nur 70.000. Wir haben jetzt zu Kanté nur Positives genannt. Schauen wir uns aber auch mal an, wo er vielleicht auch ein bisschen der Schummler ist, ja. In der französischen Nationalelf gab es immer wieder Kameraden, die gesagt haben, Kanté ist ein Betrüger beim Kartenspiel. Auf die Frage nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen antwortete Kanté, dass er bestimmte Strategien anwendet, um zu gewinnen, die seine Kollegen als unfair erachten. Also er gibt eigentlich zu, dass er schummelt. Das ist auf jeden Fall was Lustiges. Während Kanté es im Laufe seiner Spielkarriere zu seiner Stärke gemacht hat, zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, haben seine Teamkollegen von Chelsea und Leicester darüber gesprochen, dass Kanté mal zu spät zum Training kommt. Doch selbst sein Mangel an Pünktlichkeit erobert die Herzen der Menschen. Der ehemalige Teamkollege Jamie Vardy erklärt, wie Kanté sich weigerte, eine Geldstrafe
Geldstrafe zu zahlen, weil er zu spät zum Training kam, da er dieses Geld lieber für die Unterstützung der Menschen in Afrika ausgeben würde. Das ist etwas Schönes. Kanté ist ein Vorbild, was Steuern zahlen betrifft. Chelsea hat angeboten, Kanté seine Steuern zu zahlen. Dies würde über ein Offshore-Konto erfolgen, um bestimmte Gebühren zu vermeiden und kleine Steuererleichterungen zu erhalten. Kanté lehnte jedoch wiederholt ab. Er möchte einfach nur ein regelmäßiges Gehalt und seine Steuern zahlen, wie jeder andere auch. Jetzt kommen wir zu den letzten Fakten und zu den Fakten, wo ich sagen würde, das macht nur ein Kanté. Da gibt es niemand anderes außer Kanté, der sowas machen könnte. Vom Gefühl her. Doch schauen wir uns mal an, was ich meine. Als N'Golo Kanté in einem Restaurant gegessen hatte, kam ein Chelsea-Fan namens Frank Khalid. Frank lud Kanté zu seiner bevorstehenden Hochzeit seiner Tochter ein. Niemand von der Familie erwartete wirklich, dass Kanté auftauchen würde. Als der große Tag gekommen war für die Tochter, war Kanté bei der Zeremonie anwesend. Er blieb nicht nur 5 Minuten oder so, er blieb bis zum Ende. Er hat mit allen Gästen Fotos gemacht. Wer macht sowas? Das machen die wenigsten Fußballer, aber das ist so eine Aktion. Vertrau mir, dieser Frank Khalid wird das nie vergessen. Das ist so schön und klar, kostet es ihm vielleicht einen Tag. Diese Leute supporten dich und ohne diese Leute wärst du wahrscheinlich auch gar nicht da. Deswegen finde ich es schön, wenn Fußballer oder allgemein Stars was zurückgeben. Und ich glaube, Kanté hat auch Spaß. Hochzeiten machen Spaß, oder nicht? Aber schauen wir uns doch die zweite Geschichte an, denn die zweite Geschichte ist tatsächlich wahrscheinlich noch verrückter als die erste. Arsenal-Fans und Chelsea-Fans sind keine Freunde. Zwischen den Teams ist eine Rivalität. Das ist klar. Aber Kanté hat es geschafft, das umzudrehen. Für ein Spiel im Jahr 2018 sollte Kanté einen Zug nehmen von London nach Paris. Er verpasste jedoch seinen Zug und ging dann halt zu einer Moschee. Dort traf er einen Arsenal-Fan, der den Mut aufbrachte, Kanté zu sich nach Hause einzuladen. Ich glaube, die meisten würden ihn direkt ablehnen, aber wie wir es von der vorherigen Geschichte wissen, ist Kanté zu solchen Einladungen nicht abgeneigt. Er stimmte also zu. Sie verbrachten den Abend mit FIFA-Spielen, aßen und schauten das Spiel, was an dem Tag lief. Das ist definitiv eine Geschichte, die man nicht jeden Tag hört. Ich muss wirklich sagen, als ich diese Fakten zusammengesammelt habe, habe ich gemerkt, wie sympathisch mir Kanté ist. Kanté ist wirklich für mich mit der sympathischste Spieler, den es so im Fußball gibt aktuell. Aber gut, schreibt mir rein, wie ihr zu ihm steht. Wenn ihr weitere 10 Fakten-Videos wollt, klickt hier oben auf dem i. Ich habe die Playlist verlinkt. Ich habe mittlerweile schon zu ein paar Spielern was gemacht. Schreibt mir auch gerne rein, zu welchen anderen Spielern ich 10 Fakten reinmachen soll. Oder soll ich nochmal 10 Fakten zu einem Ronaldo zum Beispiel droppen? Es gibt natürlich mehrere Fakten zu gewissen Spielern, als jetzt nur 10 Stück. Abonniert diesen Kanal, das würde mich sehr unterstützen. Wer mich sogar supporten will, kann gerne Kanalmitglied werden. Ansonsten war es das von mir hier an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil und gesund.